Du hast ein besonderes Fahrzeug und möchtest deine Geschichte auf unseren Kanal erzählen? Mache einen Termin mit uns und komm vorbei. Also warum? Durch meinen Vater. Ja, es ist einfach so, dass im Waschhaus stand immer das Moped, die blaue S51, immer unter den ganzen Hollywood-Schaukelkram etc. hin und her. Und ich wollte immer so ran, meine Mutter war da immer nicht so für, ja, und hätte ja alles wieder rausgeräumt werden müssen. Und dadurch, dass wir auch zu Hause noch viel DDR-Kram hatten und sowas und auch wie zum Beispiel mit der Schmalkalda, mit der Bohrmaschine, wir haben damit gearbeitet in der Werkstatt, wo ich noch kleiner Bimpft war, am Schraubstock, am DDR-Schraubstock damit gearbeitet und das hat sich halt alles so, meine Oma hatte noch einen Haufen DDR-Kram zu Hause, die konnten sich ja auch nicht davon trennen, die sind ja damit groß geworden. Und so hat sich das rein theoretisch alles entwickelt. Und dann natürlich Moped infiziert durch Kumpels etc. In der Garage hinten geschraubt, was hatten wir nicht für Buden. Ja, wir hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung davon und haben uns da reingefuchst und alles sowas. Aber so, gerade das, weiß auch aus der Ecke rausgezogen und es funktioniert immer noch. Da steckt ein bisschen Zeit und ein bisschen Arbeit rein und es funktioniert. Ja, und das ist halt einfach der Anreiz und das Glücksgefühl in dieser ganzen Nummer, das halt einfach weiterzumachen. Weil auch was hier alles steht, es ist alles über 30 Jahre alt und es funktioniert immer noch. Ja, und ich bin ja eh so ein Typ, dass ich nicht gern wegschmeiße. Ja, lieber bereite ich das auf und so war das früher auch gedacht, dass das halt für die Ewigkeit gehalten hat und es ist einfach so. Und das sieht man halt bei den Mopeds auch ganz, ganz stark. Also eigentlich hat es damit angefangen, wie gesagt, ich habe viele Sachen gebaut, das Drift-Dreirad, die Mini-Schwalbe, den Kaffee-Racer etc., aber kein Projekt so extrem ausgeweitet und natürlich auch Lacknummer etc. wie jetzt das Low Starlet-Projekt. Und es ist einfach daraus entstanden, dass ich, wie gesagt, ein neues Projekt starten wollte, hatte einen Starrahmen und habe mir jetzt gedacht, gut, optikmäßig muss es so ein bisschen wie Habicht aussehen und hatte auch wieder durch Kleinanzeigen gewühlt und bin auf die Felgen gestoßen, die ich jetzt drin habe. Ja, und dann hat sich das alles einfach so zusammengefügt. Ich denke zwar auch mal drüber nach, ich bin auch mal in der Nacht munter und sitze in der Küche, wo meine Frau dann sagt, was machst du hier? Ja, und schreib mal was auf oder zeichne mal was auf. Aber ansonsten entsteht eigentlich die ganze Geschichte hier an der Werkbank. Ich stehe vor dem Fahrzeug und sehe was oder überlege was. Und eigentlich so nach und nach hat sich das alles so mit den Teilen, die ich auch oben habe und alles so ergeben, dass sich die ganze Nummer Low Starlet so aufgebaut hat. Und Star oder Low Starlet einfach nur, weil sie halt tief ist, ja, und weil es aus einem Starrahmen entstanden ist. Weil jetzt hat sie ja die Habicht-Optik. Aber so die ganze Nummer ist eigentlich, das ist nicht geplant gewesen, das ist einfach nach und nach über die ganzen Wochen, Monate, Jahre entstanden. Ja, das ist dann schlussendlich dabei rausgekommen.
Ja, eigentlich so das ganze Projekt, aber ich muss immer dazu sagen, dass auch meine Kinder oder meine Familie halt einfach eine große Rolle spielen, wo ich natürlich stolz drauf bin. Aber alleine vorne an der Lampe, die gefällt jetzt nicht jedem, aber unten das Standlicht ist das Babygläschen meiner Tochter. Also es ist irgendwo immer, sie ist immer mit dabei, die Familie ist sowieso immer mit dabei, weil die voll hinter mir stehen. Aber da bin ich schon so, ja, weil ich so ein Familienmensch bin, gell? Ich bin Vater und da ist man schon stolz drauf, gell, sowas erschaffen zu haben. Und dann ist immer noch so eine kleine familiäre Sache dran, auch wenn es nur ein Flaschenboden von einem Babygläschen ist. Aber es ist halt, meine Tochter wird immer mit dabei sein. Ja? Und da ist man halt als Vater doch schon, ja, da drückt man ein kleines Tränchen. Gell? Aber das ist schon so, sonst klar, das ganze Projekt, es gibt wirklich viele Stellen, die alleine für die handwerkliche Arbeit, dass man da schon stolz drauf ist, aber gerade wie gesagt, das verarbeitete Babygläschen von der eigenen Tochter, das ist dann schon echt cool. Ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt mit dem Fahrzeug fahre, ist es so, ob ich jetzt nun bei Veranstaltungen gefahren bin, wo es noch nicht 100% lackiert war etc. Ich bin so aufgeregt, jedes Mal. Also es gibt keinen Moment, ich bin jetzt schon ein paar Mal mit dem Fahrzeug gefahren, es gibt keinen Moment, wo ich nicht aufgeregt war, zum Beispiel in Suhl zum Beispiel habe ich einen Gang nicht mehr rausgekriegt. Ich war so unter den ganzen Leuten so aufgeregt, dass ich einfach ich musste einfach verrecken lassen. Es ging nicht anders. Ja, es ist so, man hat was erschaffen, gerade hier, das läuft und fährt auch noch. Ja, und man steht davor und ist selber so ein bisschen, sage ich jetzt mal, fassungslos von dem, was man getan hat. Als Low Starlet das erste Mal hier angesprungen ist, habe ich geheult und habe meine Frau angerufen. Das ist einfach, weil wenn man das mit seinen eigenen Händen erschaffen hat, das ist was völlig anderes, wie wenn du es irgendwo gekauft hast. Ja, das ist emotional, gerade ich, wo ich jetzt sage, das muss irgendwie funktionieren, geht nicht, gibt's nicht, das ist sowieso mein Motto. Ja, und das funktioniert und dann kochen natürlich die Gefühle über und dann läuft halt auch mal eine Träne raus. Gell? Aber das ist halt Freudentränen. Ja. Also ich habe ja die Schwingen alle verschweißt, verlängert etc. Aber es ging einfach darum, dass ich auch ein gewisses Gewicht habe und sich die Schwinge durch die Verlängerung einfach verbogen hat, durchgebogen hat. So, jetzt muss ich mir was einfallen lassen und ich wollte nicht einfach eine Verstärkung, einen Flachstahl oder sonst was dran schweißen, sondern ich habe gekröpfte Ringschlüssel da verschweißt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden. Das Einschweißen war jetzt nicht das Problem und das Anpassen, aber das Schleifen um diesen Schlüssel, dann hat man nur so einen schmalen Platz gehabt. Ich habe mit der Schlüsselfeile, also jeder, der sich mit Schweißen auskennt, ich habe mit der Schlüsselfeile ein MAG geschweißte Schweißnaht mit der Schlüsselfeile also ich hätte es fast in die Ecke geschmissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war mit das Schlimmste und dann halt das Schutzblech hinten. Das Schutzblech hat ja 90 Stunden gedauert. Ja, das ist ja aus 4 oder 5 Schutzblechen zusammengesetzt worden und ehe das alles angepasst war. Also Schwingen und Schutzblech war wirklich so, da hätte ich lieber in die Ecke, aber ich habe mich überwunden, habe immer weitergemacht. Ja. Eigentlich, also einzigartig ist eigentlich so, dass einzigartig ist an Low Starlet, dass eigentlich jedes Teil
umgearbeitet ist. Also es gibt eigentlich nichts, was original geblieben ist. Selbst wenn ich das jetzt bearbeitet habe oder es lackiert, vergoldet etc., selbst die Motorhalterung ist um 1,5 cm nach hinten gewandert. Das sind so optische Sachen oder so kleine Sachen, die kein Mensch sehen wird, die ich erzählen muss. Aber ansonsten ist jedes Teil umgearbeitet. Es gibt nichts, was außer einen Reifen, aber es gibt nichts, was nicht berührt wurde und nicht umgearbeitet wurde. Das ist einfach bis ins kleinste Detail, bis ich selber zufrieden war mit dem Teil. Und es ist immer noch nicht so weit, dass ich 100% zufrieden bin. Ja. Ja Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Natürlich, dass Sauerkrauts überhaupt hier war. Ja, dafür bedanke ich mich mega. Lasst ein Like da, macht ruhig einen Kommentar unter das Video, folgt den Leuten Instagram, YouTube etc. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, bis später.